Wenn du dich dafür interessierst, in den USA Grund und Boden, Immobilien zu kaufen, aber du hast keinen amerikanischen Credit Score, also keine Kredithistorie in den USA, keine Bonität in den USA, dann werde ich dir in diesem Video einen Weg erklären, wie du dennoch Immobilien kaufen kannst und das ganz ohne Credit und ganz ohne Bank. Wer als Ausländer in den USA Immobilien oder Land kaufen möchte, sei es als Ausländer, der gerade dort angekommen ist in den USA oder als jemand, der noch im Ausland wohnt, der wird relativ schnell feststellen, ohne einen amerikanischen Credit Score, also ohne amerikanische Bonität, ohne eine amerikanische Steuernummer, kannst du kein Land, keine Immobilien in den USA erwerben. Zumindest nicht mit Unterstützung einer amerikanischen Bank. Denn diese Bank wird, so wie in Deutschland auch, prüfen, wer ist dein Arbeitgeber, was hast du für eine Kredithistorie, was hast du für einen Credit Score. Und wenn du eben keinen Credit Score hast, weil du einfach nicht in den USA wohnst oder gerade erst angekommen bist und deinen Credit erst noch aufbauen musst, dann hast du erstmal Pech gehabt. Jetzt könntest du vielleicht anderweitig dir hier Geld besorgen. Vielleicht hast du jemanden in der Familie, der dir Geld leihen kann. Vielleicht bist du auch selbstvermögend, willst aber dein Kapital nicht unbedingt binden. Oder vielleicht findest du auch einen Investor, der dir das Geld für den Kauf der Immobilie in den USA gibt. Wenn das aber alles nicht in Frage kommt, dann solltest du dich mit dem Thema Owner Financing oder auch Seller Financing auseinandersetzen. Beim Owner Financing gibt dir der Eigentümer der Immobilie sozusagen ein Darlehen. Er finanziert den Kauf für dich. Ja, das ist in den USA komplett legal. Da braucht man keine Erlaubnis. Das kann jeder einfach so machen, der es möchte. Der Eigentümer gibt dir dabei natürlich kein Geld, sondern er sagt dir im Grunde, dass er den Kauf finanziert. In der Regel zahlst du 10% des Kaufpreises an und danach zahlst du dem Eigentümer eine monatliche Rate. Anstatt dass du also der Bank hier zahlst du die Finanzierung monatlich Zins und Tilgung an den Eigentümer. Üblicherweise sind die Zinsen hierfür leicht höher als bei einer herkömmlichen Finanzierung, also wenn du über eine Bank gehst. Und natürlich hat der Eigentümer auch ähnliche Rechte wie eine Bank. Bezahlst du nicht regelmäßig, das ist sicherlich der wichtige Punkt, und kommt es zum Zahlungsausfall, dann kannst du die Immobilie verlieren, dann kommt es möglicherweise zur Zwangsversteigerung, zum sogenannten Foreclosure oder die Immobilie fällt einfach an den Eigentümer zurück. Du wirst schon Eigentümer der Immobilie. Ja, das heißt, von Anfang an stehst du im Grundbuch der Immobilie als neuer Eigentümer drin. Aber der alte Eigentümer hat sozusagen einen Grundbucheintrag. Du hast die Verpflichtung, hier eben monatlich den Eigentümer zu bezahlen. Der Vorteil dieser Methode ist einfach, dass du relativ schnell innerhalb von 2 Wochen, sage ich mal, eine Immobilie in den USA erwerben kannst. Verkäufer, die ihre Immobilie hier per Owner Financing verkaufen, sind sehr flexibel. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du in den USA wohnst oder nicht. Das interessiert dir nicht. Du musst in der Regel 10% eben anzahlen, zum Teil auch nur 5%. Vielleicht hat der eine oder andere Eigentümer auch andere Vorstellungen und du musst eben mehr anzahlen. Du hast die gleichen Rechte wie beim sonstigen Hauskauf. Das heißt, du kannst natürlich hier ein Gutachten anfordern. Du kannst die Immobilie inspizieren. Wie gesagt, der Hauskauf in den USA oder der Kauf von Grund und Boden ist leicht anders als in Deutschland. Da ist zum Beispiel kein Notar involviert. Das Grundbuch in den USA wird von sogenannten Title Companies verwaltet. In der Regel wirst du aber einen Rechtsanwalt haben, der hier prüft, ob zum Beispiel das Grundbuch sauber ist für die Immobilie. Viele, die per Owner Financing in den USA eine Immobilie kaufen, machen es dann in der Regel so, dass sie nach einigen Jahren dann auf eine herkömmliche Finanzierung wechseln. Wenn du beispielsweise eine Immobilie findest, die du gerne jetzt kaufen möchtest, bevor du in den USA wohnst oder solange du noch keine Bonität in den USA hast, dann kannst du sie über Owner Financing erwerben und zum Beispiel dann in 2 oder 3 Jahren diese Finanzierung ablösen und durch eine herkömmliche Bankfinanzierung ersetzen.
Jetzt fragst du dich vielleicht, warum würde der Eigentümer einer Immobilie oder eines Stück Landes in den USA hier die Immobilie per Owner Financing verkaufen und nicht an ganz normale Käufer, die eine Bankfinanzierung haben. Nun, das macht er natürlich auch. Wenn du mit einer Bankfinanzierung dort ankommst, kannst du ebenfalls die Immobilie über diesen Weg erwerben. Aber es muss dir natürlich klar sein, dass Immobilien, die über diesen Weg verkauft werden, jetzt normalerweise nicht die Prime-Immobilien sind, die man hier mal so wie warme Semmeln eben verkauft. Vielfach sind es eben auch landwirtschaftliche Nutzflächen. Ich werde dir nachher mal ein paar Ranches in Texas zeigen als Beispiel, wo auch eine herkömmliche Finanzierung für viele relativ schwierig sein wird. Dann ist es eben oftmals so, dass solche Grundstücke wie das, was ich gerade eben erwähnt habe, von Personen gekauft wird, die vielleicht ein Business haben, die vielleicht einen guten Cashflow haben, die aber, wenn man ihren Credit prüft, also ihre Bonität prüft, vielleicht nicht von der Bank ein Darlehen für diese Immobilie erhalten würden. Das heißt, der Verkäufer erschließt sich einfach einen größeren potenziellen Käuferpreis und er hat ja immer den Vorteil letztlich, dass die Immobilie wieder an ihn zurückfällt, falls der Käufer nicht bezahlen kann. So, die Frage ist nun eben, wo finde ich solche Immobilien? Die findest du im Prinzip auf vielen der üblichen Immobilienwebseiten. Da gibt es meistens zusätzliche Felder für den Punkt Owner Financing. Ich zeige dir das Ganze jetzt mal auf der Webseite land.com, die größte Webseite in den USA, wenn du landwirtschaftliche Nutzflächen, Ranches, Farms und so weiter kaufen möchtest. So, mal angenommen, du möchtest jetzt eine Ranch in Texas kaufen. Ich selbst hatte ja auch mal eine Ranch in Texas, habe ich ja schon in etlichen der Videos hier erzählt. Ich selbst habe 10 Jahre hauptsächlich in den USA gelebt, habe jetzt immer noch einen Wohnsitz dort, wobei ich die Ranch leider nicht mehr habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, mal angenommen, du wolltest eine Ranch in Texas kaufen, ist die Chance relativ hoch, dass du über diese Webseite gehst, land.com, die größte Webseite ihrer Art in den USA. Da kannst du für jeden Bundesstaat hier entsprechende Flächen suchen. Wie du siehst, rund 65.000 Grundstücke sind hier gelistet. Das ist jetzt in ganz Texas. Jetzt klicken wir mal hier auf Filter und da kannst du schon sehen, dass es hier eine Tickbox gibt für Owner Financing. Die werden wir jetzt gleich mal klicken. Jetzt gibt es insgesamt noch 2.600 Grundstücke, die man mit Owner Financing hier kaufen kann. Jetzt schränken wir das Ganze nochmal mehr ein. Sagen wir, ich will mindestens haben 50 Acre. Das entspricht ungefähr 25 Hektar. Da gibt es jetzt noch 395 Grundstücke. Jetzt sage ich mal, ich möchte maximal bezahlen 1 Million. So, da gibt es jetzt immer noch 217 Grundstücke. Vielleicht sagen wir, wir wollen mal was haben, wo ein Haus draufsteht. Wie gesagt, das sind hier vielfach einfach nur Flächen, die sind nicht bebaut. Da kannst du natürlich dann selbst ein Haus drauf bauen. Das ist extrem einfach in den USA. Baugenehmigung gibt es de facto nicht. Du musst zwar hier dir eine Permit besorgen, aber im Grunde genommen ist das lächerlich. Also das heißt, du kannst dann ein eigenes Haus drauf bauen oder kannst dir so ein Fertighaus drauf ziehen lassen. Aber mal angenommen, wir wollen jetzt gerne ein Haus mit kaufen, klicke ich hier wieder drauf, More Filters, sage ich hier Include Residence, ja. Sagen wir mal, wir wollen 3 Schlafzimmer haben. So, jetzt schauen wir mal, was es noch gibt hier. Jetzt gibt es insgesamt noch 5 Grundstücke, die hier zu verkaufen sind, unter 1 Million mit mindestens 25 Hektar, rund 50 Acre. So, schauen wir zum Beispiel dieses hier mal an. So ein typisches Ranchhaus hier in den USA. Hier kannst du sehen 2647 Square Feet Brick. Also das sind so ungefähr 250 Quadratmeter Wohnfläche, Bungalow-Style. Ganz typisch für Texas diese Bauweise. Hier ist das Grundstück. Also wenn schon immer mal dein Traum war, eine Ranch in Texas zu haben, vielleicht Pferde zu züchten oder Rinder zu züchten oder einfach nur einen wirklich interessanten Plan B zu haben, dann ist vielleicht dieses Grundstück hier, diese Ranch für dich vielleicht genau richtig oder auch irgendwo sonst in den USA, vielleicht Alaska, Kalifornien, Wyoming, wer weiß. Wie gesagt, auf dieser Webseite findest du alles.
So, also wie gesagt, diese Ranch kannst du nun kaufen für 624.999 $. Wenn du Owner Financing machst, kannst du davon ausgehen, dass du ungefähr 62.000 $ anzahlen musst. Und damit gehört es dann dir. Wie gesagt, das ist ein sehr schneller Weg, hier Immobilien zu erwerben. Die Auswahl ist natürlich beschränkt. Du hast es gerade eben selbst gesehen, in der Auswahl, die wir hier getroffen haben. Wir haben uns hier runtergefiltert zu diesem spezifischen Grundstück. Gerade Texas ist natürlich in den letzten Jahren auch sehr teuer geworden. Das muss man generell natürlich sagen für Immobilien in den USA. Aber wenn du das Cash hast und du gerne ein Grundstück oder eine Immobilie dort erwerben möchtest, kann dies möglicherweise ein Weg sein, um auch ohne vorher Bonität aufzubauen, dir den Traum von einer Immobilie in den USA zu realisieren. Wie gesagt, dieser Weg wird nicht für alle der richtige Weg sein, aber für den einen oder anderen vielleicht eine interessante Option. An dieser Stelle ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass eine Investition in eine Immobilie nicht als Investition im Rahmen eines E2-Visums oder eines EB5-Visums, also einer Green Card, hier anerkannt wird. Wenn es sich um eine gewerbliche Immobilie handelt, dann möglicherweise nochmal was anderes, aber auch da ist es schwierig. Also deswegen muss man sich hier sehr genau mit dem Thema auseinandersetzen, gerade wenn es um das Thema Visum geht. Ich würde aber an deiner Stelle und in deiner Planung davon ausgehen, wenn du ein Visum in den USA brauchst, dass die Investition in die Immobilie hier für das Visum nicht relevant ist. Und wie gesagt, ich habe dir jetzt konkret hier Ranch-Grundstücke in Texas gezeigt, aber es gibt freilich auch Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, die über diesen Weg finanziert werden. Nicht nur landwirtschaftliche Nutzflächen, nicht nur Farms und Ranches. Wie immer ist natürlich auch hier wichtig, dass du einen Anwalt in den USA hast, der entsprechend die Verträge prüft, die hier für das Owner Financing verwendet werden. Nicht, dass du hier über den Tisch gezogen wirst. Du wärst nicht der Erste, dem das passiert. Daher ist es wichtig, sich vor Ort von einem ortskundigen Anwalt beraten zu lassen. Wenn auch du dich dafür interessierst, in die USA umzuziehen oder in den USA zu investieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir beraten seit 2008 deutschsprachige Mandanten, die in die USA umziehen oder dort ein Unternehmen gründen oder ihr europäisches Unternehmen in die USA expandieren. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, ihren amerikanischen Traum zu realisieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Buche am besten ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.